Das Gitarrensolo ist vorbei. Herzlich willkommen zurück zu Auf der Spur mit Deadly Premonition. Es ist wieder Freitag und ja, wir befinden uns in Folge 8. Wir quatschen immer noch mit den Einwohnern Green Wales. Ich will gar nicht so viel Zeit verlieren. Ihr hört, meine Stimme ist etwas matt. Ich muss ins Bett. Ihr auch, denn wir sind alle noch kleine Kinder. Kleine Kinder unserer Eltern, werden wir auch immer bleiben. Und damit machen wir weiter. Los geht's. Wir sind hier auch schon völlig ungeduldig. Ihr seht das schon. Agent Francis York Morgan, erstmal hier den Timer auf Go. Jetzt geht's los. Ihr seht das schon, ich habe hier schon so lange rumgestanden, dass... Yeah! Hey there, FBI. I'm Keith Ingram. Keith Ingram, Besitzer des Gemischtwarenladens. Das war nicht so geplant. Digga. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please, call me York. That's what everyone always calls me. Okay, York. No problem, man. So, Keith, I hear you run the Milk Barn convenience store. That's right, man. Rock and roll! Do you sell raincoats there by any chance? Yeah, but nobody ever buys them, though. Anyone who wears one of them, I say, just ain't a rocker. But you know, that scar of yours, now that scar rocks. This scar rocks? Now that's a new one. I'll drop by your store soon and let's talk then. Yeah, cool, man. Rock on, FBI! Rock on FBI. Das war nicht geplant. Da hat er einfach... Ich stand gerade noch da hinten in der Ecke, wo wir gespeichert haben. Und jetzt sind wir plötzlich hier. Da ist Jim, den kennen wir schon. Das Suspekt dort habe ich, glaube ich, schon, das ist Wesley. Das war der Waffenladenbesitzer, richtig. Und ihr zwei? Oh weia, oh weia. Reden wir mal mit ihr hier. Obwohl, mit denen haben wir doch... Der Rechts kommt mir bekannt vor. I'm US Special Agent Francis York Morgan. And you are? Ist das eigentlich einer Bruder oder so? Olivia, Nick's wife. Olivia Cormack, Nicks Frau. Schöner Beruf. Anna worked at your husband's diner, right? What kind of girl was she? Well, she was a very hard worker. A nice girl. Did you ever see her acting strange? Well, not really. But there was one thing. Well, you see, the diner closes when it rains. Many shops do that around here, as you might have heard. Anyway, Anna always seemed unfocused the day after it rained. And came in late, too. It was almost as if she used up all her energy the day before. Come to think of it, that was really strange. Did that legendary monster really kill her? It wasn't a monster. Just a criminal. Criminal I'm going to catch and bring to justice. Okay, interessant. Wenn sie das öfters getan hat, also es gibt einen einzigen Typen, von dem wir sicher wissen, dass er beim Regen rausgeht, den Raincoat Killer. Und wenn sie öfters energielos war, aus Grund welcher Aktivitäten auch immer, könnte das natürlich mit dem Killer in Verbindung stehen. Das heißt, die haben sich wohl schon gekannt. Ich glaube, mit ihm haben wir doch ohne Witz schon geredet. Der kommt mir super bekannt vor. I'm US Special Agent Francis York Morgan. I presume you are the owner of the diner that Anna worked at? That's right. Okay. Nick Cormack, Besitzer des Diners. Doch, mit dem haben wir... Oder? I'd like to ask you a few questions about Anna Graham. Did you notice anything strange about her prior to the incident? Nick, are you hiding something? No, nothing. Where are you hiding? You're sure? I'm sorry, but I Jetzt don't wurde like repeating das. myself. Okay, du Rotzlöffel. Deinen Laden werden wir unter Arrest stellen. So, weitermachen. Wen haben wir hier? Keith. Mit dem... ja, Keith, okay. Und hier... Was diese Person zu sagen hat, Fragezeichen. Das frage ich mich auch. Das ist echt... Das ist schon interessant gemacht mit den Leuten. Also ich will tatsächlich mit denen allen drehen. Das könnten 2, 3 weniger sein, okay. Aber eigentlich sind sie doch alle irgendwie cool geschrieben. Gucken wir mal weiter. Back though. You're Isaac and Isaiah's mother? Oh. Yes, I'm Lily. Lily Ingram, Keiths Frau. Sie ist die... I'm FBI Special Agent... Agent York, right? You are good. The handsome special agent from the big city. The facial scar trademark. The way you introduce yourself.
Everyone's talking about you. Well, I Ist ja can't say sonst much viel about the los. scar. But the way I introduce myself, Zach and I consider it a kind of ritual of sorts. Everyone has their own rituals. It's like always leaving the house left foot first. It's one of those things. You certainly are a funny one. Sind wir alle beim FBI. So, have you noticed anything strange or out of place recently? Well, Becky's been taking a couple of days off from work, but aside from that, I heard she was in shock after the murder. But, You think there's something else? well, I took the boys along to see her today. She's always so kind to them, and they love seeing her too. But she took in the boys and told me to wait outside. Something about a special secret between just the three of them. I just couldn't understand it. Now that's interesting. Thank you, Lily. Isaac and Isaiah, ja, die beiden Perhaps Engel. we should give Becky a visit tomorrow, Zach. Machen wir. Aber tatsächlich, weil das ist schon mysteriös. Die beiden Jungs, die wir als mehr oder weniger Engel uns einbilden in unserem roten Raum, gelber Raum. Ich zeige Ihnen nochmal hier in diesem Bereich mehr oder weniger mit den roten Blättern am Boden. Die beiden sollen ausgerechnet von ihr ein Geheimnis erfahren haben. Wir können mit Jim reden, das ist ja, soweit ich weiß, der Onkel der beiden. Vielleicht hat er jetzt dazu noch was zu sagen. Jim, thanks for your help in the forest. How are Isaac and Isaiah? They're fine. Gut. They really seem to love their grandpa. Well, I guess they do, son. I want to keep them away from the filth of the material world as much as I can. Their mother agrees, which is why she lets me take care of them so often. And that's why I want you to solve this case quickly and go home. Those rumors about that scar of yours do more damage than good around here. I guess I reek of the material world, don't I? I have to in order to do my job. But I understand what you mean. I'd think the same if I was born in a place like this, Zach. Ja, das ist tatsächlich wahr. So geht es vielen etwas kleineren Dörfern, auch bei uns. Keith, das ist also der Vater von Isaac und Isaiah, oder was? Das ist ja nicht zu fassen. Okay. Gute Frau, Sie sind mir letztes Mal schon aufgefallen. Sie haben so einen ansteckenden Indiana Jones Hut. Alter, das ist... Noch nicht mal die Hose Hey, zu. good looking. Nice speech. China die Rose, Jacks Frau. Gina die Rose, nicht China. Entschuldigung. And you are? Halbnackt. Oh, I'm Gina. I'm married to Jack. He runs the gas station. Call me the Rose. You look pretty revealing. Oh, this old thing. Oh, you should see some of my other clothes. You? Oh, now you are cool. That scar really is a turn-on. You should come to my station. I'll give you a little extra service. That would be great. I can't believe how expensive gasoline is nowadays. Some extra service would be great. Now, about my current case. Do you have any information on Anna? Have you seen anything suspicious? Oh, I don't know. Talk to my hubby about the difficult stuff, okay? This is getting us nowhere, Zach. Das war ja eiskalt. Kann ich nochmal mit der reden? Nee. Aber Benzin ist aber auch echt teuer. I ain't got nothing to tell the cops. Bin ich nicht, du dummer Trottel. Jack, der rasende Stier, Tankstellenbesitzer. What about the FBI? Eben. Shut up. At least give me your name. I'm Jack. They call me Raging Bull. That's a manly nickname. If you want info, it'll cost you. I only talk to Ben Franklin. You know, first impressions are important. I can detain you for a few days, and maybe you'll become more fun to meet. Zach, this is a waste of time. Let's go. Ich schieße dir gleich eine Kugel zwischen die Augen, dann kannst du ganz viel mit Ben Franklin reden. Das war's voll wert. Dumme Sau, ey. So,
Ach, Quatsch. Hier, wer ist der? Was haben Sie denn da, gute Frau? Ist das etwa mein Lieblingsauflauf? Kann ich Ihnen den abnehmen? Oh, dann gehe ich mal lieber. Dankeschön für den Auflauf. Oh my pot is getting cold. Streunerin Sigourney, Spitzname die Topfdame. Hey, mister, my pot is getting cold. You are... who? What are you saying? I'm Sigourney. 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 Okay. Now, what is the matter? Can you explain? No time for chatting. I need to hurry. My pot is getting colder. Oh, you're useless. Zach, we've met all sorts today, but really, she takes the cake. Amazing. Amazing. Agent Morgan, I'd like to let everyone go home now. Let's go outside. Okay. Tja, wir haben ein paar interessante Details über Leute erfahren und ein paar Rückschlüsse ziehen können auf die Persönlichkeiten der Leute, aber wir haben jetzt nichts wirklich Fallrelevantes erfahren. Nur eben, dass tatsächlich wir unbedingt mal mit Becky reden müssen, die Isaac und Isaiah, die wir beide ja als sehr magisch wahrnehmen, irgendwelche komischen Informationen übermittelt hat. Isaac und Isaiah waren übrigens nicht da, soweit ich weiß. Diese Gina, ey, oh weia. 5 Stunden, Zahl von Tagen, besiegte Gegner, Fortsetzungen, ja, das sieht alles gut aus, abgeschlossen. Erhaltene Zahlungen, gesamtes Geld 7.000, ist okay, obwohl wir teure Angelhaken und Würmer gekauft haben, geht es uns finanziell doch eigentlich ganz gut. Theoretisch gesehen können wir uns hier auch ein kleines Haus kaufen und Donuts essen. Well then, Agent York, do you have Vielleicht noch mal ein any neues plans Auto for this kaufen. evening? I was going to head back to the hotel and go over my notes. I need to contact HQ and give a progress report too. Okay, then let's call it a day here. Sounds good. Contact my office when you finish your report. We'll pick you up tomorrow morning. Diane, the owner of the art gallery, should be back soon. All right then, let's do that. Hold on, Agent York. We're going out to eat at Nick's Diner. Would you like to come with us? The diner. That might be nice. Thomas is a great cook, but Nick is the real deal. No visit to Greenvale is complete without eating at the A&G. A very appealing proposition. Zach, what do you think? We can always go back to the hotel after eating dinner. Or go directly back to the hotel. You decide, Zach. Ja, wir gehen essen. Ist doch klar. Das ist auch unhöflich, wenn eine Frau einen einlädt, sagt man nicht nein. Eigentlich zahlt man dann und lädt sie ein. Aber eins nach dem anderen. Wir sind ja FBI-Agent von außerhalb. Wir lernen noch. Hoffentlich. I've been sheriff here for a long time now. Schöner Haribo-Burger, This is Alter. the worst murder I've ever seen. Our town is a little odd in some ways, but it's usually a peaceful place. We had our fair share of cases, but just the regular stuff. A high school kid shoplifting from the milk barn, maybe? Or some hot-headed kids fighting, fueled on liquor? Nothing more than that. Agent York, what kind of cases have you dealt with in the past? Not much different from those you've just mentioned. The case I was on until last month, well, the guy killed 7 girls in a 3-month period. Das ist ein richtig gutes Thema zum He Essen. sawed their heads off from the neck and took them back to his house. He cleaned the skulls up and used them as utensils in his daily life. To eat from or Wir lernen noch. as a urine cup. He hated women. That was his way of dealing with it. He'd fill skulls with ice, cola, and rum. Then he'd down it in one gulp. For him, that was a holy ritual. Oh weia. The question of his mental state was the pivotal point in the court case. Das Taktgefühl des Kontinentaldrifts. For me, he was insane. 100%. Drinking from the skulls, well, that is one thing. But
Those he had used to relieve himself. He would then just use them to drink from, too. Yeah, that was too much for me. It's just not sanitary. Not sanitary. That's probably not the problem for most of us. What else? Ah, yes. An ingenious law school student raped over 800 victims. That was a nasty one. Thank you, Agent York. Now, let's talk about something else. You don't want to hear anymore? That's a shame, isn't it, Zach? I was just about to get to the good part, too. It sounds like you live in a totally different world. I mean, you're like an elite agent who just jumped out from a movie or something. In your eyes, we must look like we're just playing cops and robbers. I give up. I can't compete with you. Don't say that, Emily. The cases you have solved are all full-fledged crimes. A crime is a crime. Size doesn't matter. There is no big and small. Da könnt ihr echt noch was lernen hier. Always have a criminal and a victim. No victim will ever welcome a crime, no matter what its size. So, fundamentally, there is no difference in size. Well said, Agent Morgan. We work day and night to preserve peace and order in this town. You understand that, right? Ich? Of Ja. course. But still, I don't view shoplifting and Anna's murder as the same level of crime. Me neither. I never even dreamt that such a thing could ever even happen in this town. I keep on expecting to see Anna here in this diner, waiting on tables. Ich vertraue dem nicht. Excuse us, Agent Morgan. We should have made dinner a more uplifting experience. Let's call it a night. Okay. Good night, then. Nee, irgendwas ist faul mit George und Thomas. Thomas ist sehr, sehr androgyn. Und Thomas und George ist halt irgendwie zu verbissen. Und so, also das ist dieses, der ist halt bei allem, was ich mache, ist der komplett, was muss ich tun? Ist der komplett, ja, nennen wir es mal, also er ist der Meinung, dass das sowieso alles Quatsch ist, was ich hier tue. Also ich hätte genauso gut auch nicht kommen können. Und das macht mich ein bisschen misstrauisch. Also er will dieses Verbrechen unbedingt aufklären, er profiliert sich riesig, aber an sich ist er irgendwie nie auf der Seite der Ermittlung, sondern ist immer nur dagegen. Ohne die jetzt natürlich aktiv zu stören, das kann man ihm nicht vorwerfen. Da ist eine Karte, komm, ich zeige jetzt mal live on tape, wie ich so eine Karte einsammle. Machen wir, ne? Hier, links. Ich habe nur 40% Tank. Ah, scheiße. Ich glaube, das ist sowieso der richtige Weg, also einfach alles machen. Da ist die Karte, seht ihr die schon? Ja, du darfst... Hallo! Ja, aussteigen. Jetzt erzählt er uns wieder ein bisschen was darüber, warum ich aussteigen sollte. Beziehungsweise auch nicht. Ist halt echt schon spät, ne? 10:30. Boah. Lily Ingram. Hier, seht ihr, die Sammelkarte füge ich einfach zu meiner Sammlung hinzu. Lily Ingram, Objekt nehmen. Das ist die... Habt ihr aufgepasst? Von Isaac und Isaiah. Von Isaac und... Jetzt wird's schwierig, ne? So, mitten auf der Straße hier, parkt, total souverän. Aufbauseminar incoming. Und ab geht die wilde Fahrt. Hui, hui. Ich hoffe, ich bin... wo fahre ich denn jetzt eigentlich am allerbesten lang? Natürlich klappt das nur über die Hauptmap. Das hat man sich ja schon so gedacht. So, einfach jetzt links. Und da können wir direkt nochmal eine Karte einsammeln. Das Ärgerliche ist halt nur, dass das einfachste Kartenaufsammeln hier schon ein Riesen-Act ist, weil man immer anhalten, und das seht ihr, das ist nicht so leicht, anhalten muss und sowas. Hier, und hier mit den Rennen
kann ich übrigens auch Karten freischalten, wenn ich mich nicht irre. Ich bin jetzt aber zu früh abgebogen, oder? Naja, theoretisch geht's auch so. Komm, wir sammeln die Karte jetzt einfach... Nein. Nein. Wir sammeln die Karte jetzt einfach nicht ein. Das ist halt echt... Oh, das ist super nervig. Ich mach viel der... Ich glaube, ich werde mal irgendwann auch, während wir nicht aufnehmen, weil es geht halt um die Story. Und die Story ist nur dann interessant, wenn wir die Story auch erleben. Und das hat mich in der vorletzten Folge schon riesig genervt, dass ich da storytechnisch null vorangekommen bin. Das werde ich in Zukunft anders machen. Ich werde ein paar Sachen offline machen. Zum Beispiel die Karten sammeln. Oder auch ein paar Rennen fahren, weil die geben auch Karten. Und es gibt ja auch die Nebenaufträge, zumindest glaube ich das. Dafür muss ich, glaube ich, zu den Leuten nach Haus fahren. Und ich werde die Hausbesuche auch auf Screen machen. Die Aufträge natürlich dann mit euch zusammen. Die werde ich dann alle mal zusammensammeln. Und dann können wir die nachher summa summarum abklappern. Und da habe ich mich wieder auf die Fresse gelegt. Und mein Tank ist auch fast leer. Wir leben in einer unguten Welt. Vielleicht sollte ich doch mal den Extra-Service von Gina in Empfang nehmen. Da fahren wir auf jeden Fall hin. Vielleicht nehme ich euch da sogar on tape mit. Yep. Okay. Da müssen wir rein. In diesen unauffälligen gelben Bereich. Und tack, da sind wir. Schinken vom Land. Schinken vom Land stillt den Hunger gut. Kann ich nur bezeugen. Schinken ist gut. Typewriter. Eine Schreibmaschine. Eine klassische, gute, alte Schreibmaschine. Das sind schon starke Bilder eigentlich. Also auch wenn sie total komisch aussehen durch die Grafik, aber der Musik im Hintergrund, das ist irgendwie gut gemacht. Das kann man nicht absprechen. Okay then, Zach. Let's go back over our progress. First, the victim, Anna's death. She was found hanging from a tree in the forest. She was cut open with a knife from her chest down to her stomach. That was the direct cause of death. The strangulation marks and skull fracture were caused after death. Her tongue was also bit off, and I found something inside her mouth. Diese roten Samen, glaube ich. Do you remember what that was, Zach? Ja, das weiß ich noch. Habe ich da gerade, glaube ich, gesagt. Einen roten Samen. Ja. That's right. We found the same red seed in her mouth. According to Emily, it was raining when Anna was killed, but traces of tears were still evident on her face. Which means the perpetrator killed Anna under a roof in the lumber mill, and then carried her body into the woods after it stopped raining. We found numerous important pieces of evidence at the site of the crime. A total of 4 things. Oh nein. Knee prints in the grass. A wood chip with metal dust. A photo of a man with a tattoo on his back and... Ach so. One other thing. Wisst Do ihr you es remember noch? what that was, Zach? Was haben wir noch gefunden im Sägewerk? Achso, nee, das haben wir bei ihr gefunden. That's right. Ja. A broken stiletto heel. Aligning this with the other evidence suggests that 2 people came into contact with Anna's body prior to it being discovered by us. Those being the perpetrator who killed Anna and Miss Stiletto Heel. There is also the possibility that a third party carried Anna to the woods. That means we could be dealing with 3 people. 2 or 3 people. In any case, Miss Stiletto Heel may have vital information. We need to find her next. We didn't use forensic methods, but we're still closing in on the criminal. Das Gefühl habe ich auch, muss ich sagen. Have I forgotten anything? Ah, of course. The marks on her hand tell us that Anna was gripping something when she died. Do you remember that, Zach? Ja? What do you think she was holding on to? Ach so. Was hat sie festgehalten? Ein scharfes Messer, ein rundes Objekt. Ziemlich sicher. That's right. A round object. The marks on her hand suggest a peace mark.
The man in the photo found in the woods had a tattoo of an upside-down peace mark on his back. These two could well be related. Schon But spannend, we don't know for sure. Next, the townfolk. A few are worthy of special attention. Carol McLean, the singer and bar owner. She's Thomas's sister. Then there's Nick Cormack, the owner of the diner. Both of them seem to be hiding something. There's Diane, the owner of the art gallery, who's out of town. Then we have problematic, old, rich, and eccentric Harry. Both will be tough to crack. Well, we just have to go one by one. I've been thinking, one of the biggest rewards here is the fantastic food. Enjoying food is cultural, and yet it's also a bit uncivilized. It's interesting how good food motivates me to work harder during investigations. Oh, and on Emily's back, it was strange to me. Du alter Charmeur. Hey, don't take that the wrong way, Zach. I wasn't getting all excited or anything. But it did make me feel strange. Nostalgic and sad almost. It's starting to rain. I think this case may take a while. Ellie! Lunchtime, Ellie! I'll eat later. You'll eat right now, young lady. You need to listen to your mother. I want to hear the rest of the story. Eat your lunch, then take a nap. Then I'll tell you the rest. But I want to hear it now. There's no need to rush things. You must live your life at the pace that is right for you. Honey! Are you coming? Ey, das hat gerade nochmal alles weggeflasht. Was zum... What the fuck ist denn hier los? Wir haben eine Zwischensequenz, wo jemand unseren Bart trägt und auf dem Schoß ein kleines Mädchen, das Emily heißt, hat und die Geschichte erzählt, in der beide Personen, die uns bekannt vorkommen, drin sind. Eine Sequenz, die ich übrigens ziemlich gruselig fand, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie hat es mich richtig im Nacken gerade gestochen. Und dann sehen wir einen Mann, der mit einem dreiästrigen Töpfchen auf dem Rücken Diane, schätzungsweise viel früher als gedacht in die Stadt bringt und bei uns vor der Tür hält. Wie verdammt nochmal passt das alles zusammen? Erhaltene Zahlungen, 270, ja gut. Gerade geht's mir tatsächlich einmal nicht ums Geld. Sonst immer. Errungenschaft freigeschaltet, Episode 1 abgeschlossen. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 1 Minute 42. Das ist ja richtig viel. Also Luxus. Luxus pur. Ach toll. Und wieder in der roten Welt. Und da sind die beiden Jungs wieder. Are you thirsty? Ja. You must be very thirsty. You only take milk Wasserdurstig. with your coffee? Wissensdurstig. Entschuldigung. Coffee with milk. That's all. Ach du Kacke. Wer ist sie? Who are you? My name is Becky. Bewegt sich ein bisschen wie eine dieser Untoten. Becky Ames, Annas Freundin.
What are you doing here? My name is Becky. Anna's friend? Boah, ist das skurril. My name is Becky. After your throat is quenched, you must do what you must do. Oh nein! Take a sip of coffee and go. Durst nach Blut, sind wir doch der Böse. Alter, ist das... Nein, das passt nicht. Das können wir nicht. Aha. Die Tür ist offen. Ihr habt ein Riesenglück, dass ich jetzt nicht speichern kann. Ansonsten würde ich euch nämlich jetzt würde ich die Folge jetzt eiskalt beenden. Aber ich habe leider keine Zeit, um danach nochmal aufzunehmen. Deswegen müssen wir es jetzt weitermachen. Lutscher nehme ich mit. Ich brauche alles an Essen, was ich kriegen kann. Wow, Alter, was ist denn? My name is Becky. Du musst deinen Durst stillen und dann tun, was du tun musst. Es ist furchtbar. Die Uhr geht wieder rückwärts. Was so sind wir? Wer sind die Figuren? Könnt ihr da was erkennen? Der eine... Die sehen alle aus wie der Typ, den wir eben im Auto gesehen haben. Boah, Alter, was ist denn hier? Ansonsten erkenne ich nicht viel weitere Elemente. Observieren. Na, dann gucken wir doch mal. Rote Blätter flattern in der Luft. Ein Kronleuchter hängt von oben. Kann das Rätsel gelöst werden, Zack? Okay, ich denke, da wird auch noch mal was auf uns zukommen. Wieso kann ich durch diese Tür nicht durch? Hallo? Da ist eine Tür in meinen Gedanken, die ich nicht öffnen kann. Da ging's. Ja, nein, ja, nein. Ja. Ich bin zu allem bereit. Irgendwas Schlimmes wird jetzt passieren. Oder wir wachen auf. Nee. Die beiden Jungs wieder. Schon wieder erscheinen sie als Engel. Wir laufen auf einem... Oh, ist das stark. Seht ihr hier, wie die... Naja, okay, die Kreise stimmen halt nicht mit den Blättern überein, aber... Ach du... Wow. Das ist nicht Isaac oder Isaiah. Wer ist das? That's me when it happened. Als was passiert ist? Schwarzbart. Komm schon. Becky Ames. Ist sie die nächste? Ist sie tot, wenn wir aufwachen? Haben wir sie umgebracht? Wer hat sie umgebracht? Was ist hier los? Zach, this case looks like it's directly related to us. I do not know how yet, but I do know I need some coffee. Das ist immer gut. George said he'd have someone pick us up in the parking lot. Let's get some breakfast with Polly first. Zack, Transformation zum FBI-Agent vollzogen. So, wir gucken mal in unseren Koffer, wie unser Anzug aktuell aussieht. Sieht fast wie neu aus. Dann bleiben wir bei dem Arbeitstieranzug. Alles klar, Freunde. Ich wo ist denn mein Telefon? Da hinten. Da kann ich speichern. Ey, da haben wir jetzt aber nochmal eine richtig schöne Portion Mindfuck auf den Kopf bekommen. Kurz vor Ende. Oh, what the hell. Okay, alles klar. Ich habe null Durchblick. Ich habe so viele Vermutungen angestellt, aber es kann alles sein. Es kann sein, dass George und Thomas damit zu tun haben. Wer ist Becky Ames? Sind wir am Ende der Mörder? Was spielen? Warum sind Isaac und Isaiah in unserem Kopf? Warum sehen wir uns als kleinen Jungen? Was ist dieser rote Raum? Wer sind die Monster? Und die wichtigste Frage natürlich, wo ist der Raincoat Killer und wie kommen wir ihm auf die Spur? Das alles in der nächsten Folge. Folge 9 von Auf der Spur. Dann im Januar. Wir sehen uns. Macht's gut.